Kurz vor Release meldet sich Ein-Mann-Manor-Lords-Entwickler Greg, aka Slavic Magic, noch einmal in einem offenen Brief zu Wort, um gegen die teilweise haarsträubenden hohen Erwartungen an sein Spiel anzukämpfen. Manor Lords scheint zwar den hohen Erwartungen in den meisten Punkten gerecht zu werden und ist mit Sicherheit auch ein tolles Aufbauspiel geworden, kann aber natürlich nicht alle Wünsche erfüllen und ist vor allem kein RTS-Ersatz. Allerdings fährt der Hype-Train mit genau dieser Erwartungshaltung derweil trotzdem zur Frustration vieler unentwegt weiter. Durch die Creator begünstigt, steht Manor Lords mittlerweile auf völlig verrückten 2,5 Millionen Wishlisten und wird so oder so Slavic Magic über Nacht zum Multimillionär machen. Zu Recht. Problematisch an dieser Stelle ist nur, dass vor allem der letzte Trailer, der sich auf die Kampfmechanik konzentrierte, den Eindruck vermittelte, dass Manor Lords auch eine Art Total War Ersatz mit Aufbaupart sein könnte, was aber so absolut ganz und gar nicht stimmt und fairerweise auch niemals so kommuniziert wurde. Sogar ganz im Gegenteil. So klärt Craig auch gleich im ersten Absatz auf, was Manor Lords alles nicht ist. Manor Lords ist nämlich kein Total War Konkurrent und vielmehr ein reiner Citybuilder mit einer Schlachtmechanik. Kämpfe kommen im Spiel gelegentlich vor, sind aber nicht das Kernelement in einem Spiel, welches sich klar auf den Aufbau und die Verwaltung einer Stadt konzentriert. Man kann auch nicht ganz Europa oder die ganze Welt erobern, sondern befindet sich stets auf einer vordefinierten Karte, die zunächst auch nur von Banditencamps bewohnt ist. So könnt ihr im Spiel auch keine Ehen schließen und habt auch nicht die Weltherrschaft als abschließendes Missionsziel vor Augen. Manor Lords ist auch kein RPG wie Kingdom Come Deliverance oder Mount & Blade. Ihr könnt zwar im Besuchermodus durch eure Stadt laufen, seid aber stets passiv unterwegs und könnt keinen Einfluss nehmen. First-Person-Gameplay ist weder angekündigt noch geplant. Auch stellt er nochmals klar, dass ihr hier kein RTS erwarten braucht. Dafür ist das Gameplay ohnehin viel zu langsam angelegt. Das Spiel soll zu einer eher entspannten Erfahrung führen, mit Momenten hoher Intensität, die den atmosphärischen Städtebau auflockern sollen, anstatt dass das Spiel die ganze Zeit auf Hochtouren läuft. Das in den Early Access startende Spiel ist natürlich noch nicht feature-complete, wird aber trotzdem vorerst keine Roadmap erhalten, da er als Ein-Mann-Entwickler keine Features versprechen möchte, die er dann am Ende doch nicht einhalten kann. Möglicherweise wird Manor Lords in Zukunft, wie viele andere Early Access Spiele, zweigleisig fahren und neben der normalen Version auch noch eine offene Beta bieten, in denen unfertige Features dann getestet werden können. Welche Version ihr dann lieber spielt, liegt dann, wie zum Beispiel bei Pioneers of Pagonia, ganz bei euch selbst. Jedenfalls, ich würde euch vorschlagen, da hier ja sowieso keiner dran vorbeikommen wird, lasst euch drauf ein, seid euch aber bewusst, dass es ein gemütliches Spiel ist, in dem ihr unter Umständen auch mal minutenlang zum Zuschauen verdammt seid, was man mögen muss. Macht euch auch klar, dass ihr hier in absehbarer Zukunft keinen Multiplayer erwarten braucht und auch nicht von einer spannenden Kampagne träumen solltet. Konzentriert euch einfach auf euer mittelalterliches Städtchen, genießt die wunderschöne Grafik samt grandiosem Soundtrack und behaltet immer im Hinterkopf, dass das alles nur von einer einzigen Person erschaffen wurde. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß mit Manor Lords, bald geht es endlich für alle los. Aber wie gesagt, Ball flach halten und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.